Diesmal geht es um einen Indikator, den die meisten Trader lieben. Man bezeichnet ihn als parabolischen SAR-Indikator und er zeichnet solche Punkte. Erfunden wurde er von jemandem mit dem Namen J. Wells Wilder Jr. und potenziell soll er Umkehrpunkte in der Preisentwicklung des Marktes darstellen können. Tatsächlich sieht das ganz beeindruckend aus. Man sieht hier, dass es aufwärts ging bis zu dieser Stelle. Dann hat sich die Richtung plötzlich geändert, die Punkte erscheinen oberhalb des Kurses und es geht die ganze Zeit abwärts mit der Preisentwicklung, bis sich plötzlich hier die Preisrichtung dreht und jetzt befinden wir uns in einem Aufwärtstrend. Wenn man mit der Maus hier über diesen letzten Punkt geht, dann sieht man, dass dort ein Wert von 1.50594 angezeigt wird. Das ist auch der berechnete Wert hier oben links in der Ecke. Und jetzt geht es um die Frage, wie kann man sich mit MQL5 einen Expert Advisor erstellen, der genau diesen Wert hier ausrechnet. Und man könnte dann im eigenen System schauen, ob dieser Wert unterhalb des Kurses liegt. Das würde für einen Aufwärtstrend sprechen. Und wenn die Punkte oberhalb des aktuellen Preises liegen, dann ist es ein Abwärtstrend. Um einen solchen Indikator bzw. Expert Advisor zu erstellen, klicken wir erst einmal hier oben auf diesen kleinen Button oder drücken die F4-Taste. Das ruft den Meta-Editor auf, mit dem wir ein MQL5-Programm erstellen können. Hier klicken wir jetzt auf Datei neu, wählen Expert Advisor aus Vorlage aus, klicken auf Weiter und nennen unser Programm an der Stelle Simpler SAR. Jetzt klicken wir auf Weiter, Weiter, Fertigstellen und löschen alle Inhalte oberhalb der OnTick-Funktion und diese beiden Kommentarzeilen hier. Und wie so oft brauchen wir zuerst ein Array für unsere Preisdaten. Also erstellen wir ein Array vom Typ Double mit dem Namen MySARArray. Danach nutzen wir die Funktion ISAR, die in MQL5 eingebaut ist, um für das aktuelle Symbol, also das Währungspaar, was wir gerade auf dem Chart haben, und die aktuell eingestellte Periode, also die Zeiteinheit wie zum Beispiel das Minutenchart, unseren SAR-Indikator zu definieren. Diese beiden Werte erkläre ich auch noch kurz. Wenn wir mit F4 zurückwechseln in den MetaTrader, können wir über Einfügen Indikatoren, Tendenz, den Parabolic SAR Indicator auswählen und der hat hier einen Schritt und einen Maximumwert und wir möchten die Standardwerte für den Schritt 0.02 und für das Maximum 0.2 benutzen. Und das sieht dann in unserem Quelltext so aus. Jetzt sortieren wir unser Array absteigend von der aktuellen Kerze 0 abwärts. Dazu nutzen wir die Funktion ArraySetAsSeries und im nächsten Schritt füllen wir mit der Funktion CopyBuffer unser erstelltes MySARArray für die erste Linie des Indikators, da er nur eine Linie hat, von der aktuellen Kerze abwärts für 3 Kerzen nach der von uns hier oben erstellten Definition mit Daten. Im nächsten Schritt möchten wir den SAR-Wert für die aktuelle Kerze berechnen. Das machen wir, indem wir uns aus dem MySAR-Array von der Kerze 0 den benötigten Wert holen. Wir möchten hier aber 5 Nachkommastellen haben. Diese Funktion NormalizeDouble ermöglicht uns für den vor dem Komma stehenden Wert die nach dem Komma stehende Anzahl von Kommastellen für die Ausgabe zu wählen. Würde ich hier eine 2 nehmen, dann hätten wir nur 2 Nachkommastellen. Wir benötigen in diesem Fall 5. Gut, im letzten Schritt geht es noch darum, unsere berechneten Werte mit dem Text MySAR-Wert und einem Doppelpunkt mit der Funktion Comment direkt auf dem Chart anzuzeigen. Kompilieren wir also unseren Expert Advisor einmal. Da ist ein Fehler. Hier oben habe ich ein Semikolon vergessen und jetzt sind die Fehler alle weg. Gut, wechseln wir mit F4 oder diesem kleinen Button hier oben zurück in den MetaTrader. Hier wählen wir jetzt Ansicht und Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R.
Das ruft hier unten den Strategietester auf und dort wählen wir die Datei simpler.sar.ex5 aus. Bitte setzen Sie auch hier den Haken für die Visualisierung und starten Sie Ihren Test. Und so sieht unser Expert Advisor jetzt bei der Arbeit aus. Tatsächlich kann man hier die Umkehr ziemlich deutlich erkennen und es werden so lange Punkte unterhalb der aktuellen Kurswerte gezeichnet, bis sich der Preis dreht. Aber achten Sie auf diesen Punkt hier. Dieser Indikator produziert wie alle anderen Indikatoren auch immer wieder mal ein Fehlsignal. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass der parabolische SAR-Indikator eine gute Möglichkeit darstellt, die aktuelle Preisrichtung vorherzusagen, aber bitte achten Sie darauf, dass sich durch das Verschieben der einzelnen Kerzen hier auch sehr schnell ein anderes Bild ergeben kann. Und Sie wissen jetzt, wie man mit wenigen MQL5 Codezeilen einen ganz einfachen Expert Advisor erstellen kann, der es Ihnen ermöglicht, diesen Indikator als Einstiegswert für Ihr eigenes Handelssystem zu nutzen.